Willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Tim, ich bin Töpfer und hier nehme ich euch mit auf die Reise quer durch die Keramik oder generell wie ich arbeite. Vielleicht ist der eine oder andere Tipp für euch dabei und ihr könnt etwas davon übernehmen. Wir fangen an mit dem Einrichten der Scheibe. Ich habe hier eine 25 Jahre alte Shimpo und da ich recht groß bin, habe ich die auf ein 10 cm hohes Holzpodest gestellt. Mein Rücken dankt es mir. Ich selber sitze ca. 10 cm tiefer. Die Theorie sagt zwar, man soll gleich hoch sitzen, aber der Rücken dankt es dir. Die Entfernung ist flexibel. Rund um meine Scheibe habe ich 3 Spanplatten mit Gelenken verbunden. Sie schützen eigentlich nur meine Umgebung vor Spritzwasser oder wenn ich abdrehe, dass die Späne nicht so weit fliegen. Es ist ganz praktisch. So, wenn ich hier sitze, seht ihr, hier fehlt was. Und es ist wahrscheinlich diese Wanne, die ihr vermisst. Die habe ich gleich entsorgt, sowas brauche ich nicht. Stattdessen habe ich mir ein Holzbrett zurechtgesägt und lackiert, weil man ja viel mit Wasser arbeitet. Das passt also haargenau jetzt hier drauf. Und so habe ich jetzt einen recht praktischen und stabilen Tisch. Auf diesen kommt mein Werkzeug, also Schwämme, freilich das Drehwasser. Das ordne ich mir alles an und dieser zweite Schwamm ist quasi mein Spritzschutz als auch Ablage für Drehschienen und so weiter. Das ist recht praktisch. Jetzt seht ihr hier, dass auch meine Beine ziemlich hoch sind, also viel höher als der Scheibenkopf, was eigentlich nicht sein sollte. Aber auch hier bin ich lieber flexibel, denn wenn ich meine Beine oder die Füße zurücknehme, dann kann ich meine Kniehöhe flexibel einstellen. Zum Zentrieren kann es da unten sein oder ich drehe etwas Höheres, was ja doch irgendwo im Alltag öfter vorkommt, dann kann ich das quasi machen, wie ich möchte. Der Abstand ist wichtig der Beine zur Scheibe, weil je kürzer der ist, je kürzer sind auch die Hebel für die Arme. Hier zeige ich euch nochmal, warum die Wanne bei mir weg ist. Ich komme einfach jetzt mit den Beinen viel näher an die Scheibe ran und verkürze somit die Hebelwirkung der Arme und bin sicherer beim Drehen. Das Ganze schauen wir uns nochmal von oben an. Und jetzt könnt ihr mir gleich mal in die Kommentare schreiben, dreht ihr mit oder ohne Wanne?